Mit 3 Motorrädern waren wir die vergangene Woche unterwegs. Ich habe mich extra ein bisschen schick gemacht heute, das Hemdchen angezogen, weil auch die Motorräder besonders schick sind. Die erste von unseren Motorrädern, die wir getestet haben, ist die Yamaha SCR 950. Die basiert eigentlich auf einem Cruiser-Motorrad, der XVS 950, und wurde, sage ich mal, behutsam umgebaut, ein bisschen in Scrambler-Optik transformiert. Wobei man sagen muss, so eine richtige Scrambler ist sie irgendwie nicht geworden, die SCR 950, macht aber auch gar nichts. Denn das Herzstück, der 60 Grad V2, das ist ein richtig bulliges Aggregat. Das macht richtig viel Laune. Also man steigt auf, man startet den Motor und man ist sich der ersten Blicke von Passanten sicher, weil dieses Motorrad nicht sehr laut ist, das kann man so nicht sagen, aber es ist schön ein satter, dumpfer Klang, mit dem man es hier zu tun hat und der auch sofort Lust macht, mit dem Motorrad loszufahren. Was ein bisschen schade ist, ist die Sitzposition, weil sie nicht sehr gelungen ist. Das Problem ist einerseits, dass der Lenker sehr, sehr weit vorne ist und auch sehr breit ist. Das heißt, ich mit meinen 1,78 und entsprechender Spannweite auch über die Arme habe schon Probleme, den Lenker so richtig zu greifen. Und gerade wenn man irgendwie mal auf der Stelle wenden will und einen großen Lenkeinschlag macht, dann muss man den Oberkörper schon ganz schön nach vorne neigen. Das ist das eine. Was aber ein bisschen ärgerlicher noch ist, hier auf der einen Seite haben wir den Luftfilterkasten, der spreizt das Bein ein bisschen ab. Das ist irgendwie nicht so schön. Eigentlich hat man ja gerne einen schmalen Knieschluss. Das drückt auch ein bisschen, je nachdem wie lang die Beine des Piloten sind. Auf der anderen Seite ist es auch nicht gänzlich komplikationslos. Da haben wir einerseits hier den hinteren Zylinder und an dem ist auf der anderen Seite ein kleiner Draht, der verhindern soll, dass der Oberschenkel oder das Knie zu nah an den Zylinder kommt. Blöderweise drückt das dann auch. Soweit zu den Sachen, die so ein bisschen nerven an dem Teil. Ansonsten ist sie wirklich schön umgesetzt, die Yamaha. Wirkt ein bisschen rustikal und elegant zugleich. Ganz besonders toll finde ich das minimalistische Heck. Das ist so eine tolle Trilogie aus Rücklicht und den 2 LED-Blinkern. Sehr reduziert, sehr spartanisch, aber irgendwie macht es mächtig an. Genauso toll sind die Drahtspeichenräder zu erwähnen. Auch hier die Platte und ganz, ganz exzellent die schöne Tropfenform des Tanks. Es ist auf jeden Fall ein Motorrad eher zum Cruisen. Mit Dynamik hält sich die Yamaha, sage ich mal, jenseits ihres Motors ein bisschen zurück. Sie wiegt immerhin 255 Kilo. Wie fährt sich die? Sie lenkt sehr neutral ein, die Yamaha, über den gesamten Schräglagenbereich. Das Ansprechverhalten der Gabel vorne ist auch gut gelungen. Das ist alles natürlich eher auf der komfortablen Seite. Hinten die Stereofederbeine mit dem schön in Szene gesetzten Ausgleichsbehälter auf beiden Seiten sind vom Ansprechverhalten jetzt nicht ganz so exzellent. Also wenn man einen Bandscheibenvorfall hatte, ist das Motorrad nichts für die flotte Fahrt über Bodenwellen. Ja, ansonsten ist man mit dem Ding gerne unterwegs, gerne halt ein bisschen langsamer. Es erweckt wirklich viel Aufsehen, nicht nur wegen des dumpfen, aber nicht zu lauten Klangs, sondern einfach auch aufgrund der Optik. Also es ist aus meiner Sicht, ich würde das Ding Boulevard Cruiser taufen. Also ein klasse Teil, mit dem man irgendwie genüsslich über die Landstraßen bollern kann, das Leben genießen kann. Dafür hält man wirklich ein tolles Motorrad, ein wertiges Motorrad. Man darf nur nicht allzu viel Dynamik von der SCR 950 erwarten. Das zweite Motorrad im Test ist, wie wir sehen, vor allen Dingen nicht da. Die Moto Guzzi V9 Roma ist bereits wieder auf dem Weg nach Mandello ins Werk von Moto Guzzi in Italien. Ganz charakteristisch bei der Moto Guzzi ist natürlich der quer eingebaute 90 Grad V2 Motor, der im Falle der V9 Roma 853 Kubik hat, längsliegende Kurbelwelle, 55 PS, leistet auf unserem Prüfstand bis zu 70 oder 71 Newtonmeter in der Spitze. Ist ein ganz toller Motor, vor allen Dingen in diesem Trio mit der Yamaha SCR 950 und auch der Triumph Street Scrambler, weil es ein sehr agiler Motor ist.
Hätte man so gar nicht erwartet, ist ein Zweiventilmotor, aber er hatte ganz offenbar am wenigsten Schwungmasse, ist der einzige Motor, der so etwas wie Drehfreude entwickelt. Ganz toll und vor allem ganz toll nutzbar. Ein ganz elastischer Motor. Die Moto Guzzi ist zudem auch die leichteste hier im Test mit 216 Kilogramm. Das ist der Grund, weshalb die Moto Guzzi mit diesem agilen Aggregat und dem wenigen Gewicht auch wirklich gute Performance liefert. Das erwartet man ja erstmal gar nicht, weil dieses Motorrad es ist ja kein Scrambler, es ist auch nicht so richtig ein Cruiser, es ist eigentlich ein schwer einzuordnendes Konzept, dieses Motorrad. Fährt sich aber erstaunlich leichtfüßig, also man sitzt auf. Ganz, ganz entspannter Kniewinkel, Lenker auch relativ weit weg, aber man kommt einen Tick besser ran als bei der Yamaha. Das Handling der V9 ist wirklich, wirklich spielerisch, lässt sich ganz, ganz spielerisch dirigieren. Die Guzzi lenkt vor allen Dingen auch neutral ein. Ab mittleren Schräglagen merkt man allerdings am kurveninneren Lenkerende, dass man so ein bisschen die Guzzi auf Linie halten muss. Alles schön und gut. Jetzt habe ich ganz, ganz viel die Guzzi gelobt und das auch zu Recht, vor allen Dingen, weil sie auch schöne Details hat. Die Fußrastenanlage mit gefrästen Elementen, hervorragend. Der Tank, schöne Lackierung. Die Felgen mit den polierten Felgenrändern, also alles ganz, ganz wunderbar. Was echt so ein bisschen so einen kleinen Strich durch die Rechnung macht, ist die Tatsache, dass man mit der V9 flott unterwegs sein kann. Allerdings, sobald sich in Schräglage kleine Bodenwellen zeigen, neigen die Reifen und das Fahrwerk doch sehr zum Aufstellen. Da sollte man vielleicht dann doch lieber einen Gang zurückschalten oder lieber hochschalten. Auf jeden Fall die Geschwindigkeit verlangsamen, damit man da auf der angepeilten Linie bleibt. So, hinter mir steht die Triumph Street Scrambler, das dritte Motorrad aus unserem Test. Die Street Scrambler basiert auf der Triumph Street Twin, also dem Roadster-Modell dieser Reihe. Und das augenscheinlichste Unterscheidungsmerkmal ist auf jeden Fall die hochgezogene doppelflutige Auspuffanlage, die genauso wie die Street Twin einen wirklich, wirklich satten und bassigen Sound liefert. ist eine sogenannte Drehmoment-unterstützte Kupplung, was einfach nur bedeutet, sie wird unterstützt und sie ist sehr, sehr leichtgängig. Die leichtgängigste im Test, also auch für Leute, die irgendwie nicht so ganz kräftige Unterarme haben, leicht zu bedienen. Das Getriebe ist ein Fünfganggetriebe, schaltet sehr, sehr fluffig, hat an der einen oder anderen Stelle wirkt es ein bisschen knochig, aber im Vergleich zu den anderen beiden Motorrädern, also die Yamaha mit ihrem Fünfganggetriebe und die Guzzi mit ihrem Sechsganggetriebe, ist es eigentlich ist es die beste Schaltbox. Und überhaupt, es ist auch mein Favorit von diesem Test, weil es eigentlich ein Motorrad ist, was nicht nur schön aussieht und agil und passabel fährt, sondern es fährt richtig gut. Es fährt halt wie ein richtiges Motorrad. Man sitzt schon gut drauf, also so wie man sich das vorstellt. Vielleicht nicht ein ganz so lässiger Kniewinkel wie auf den anderen beiden Motorrädern, aber dann doch noch sehr, sehr kommod, auch langstreckentauglich. Der Lenker ist längst nicht so breit wie bei den beiden anderen Motorrädern, ist schön Richtung Fahrer gekröpft, liegt prima in der Hand. Wirklich ein Motorrad, was für viele Staturen, also Körpergrößen und Gewichtsklassen, sage ich mal, wirklich taugen sollte. So, und so aktiv, wie man auf der Triumph sitzt, so fährt sie auch. Der Motor, ich hatte es eben schon erwähnt, ein sehr, sehr bäriger Motor, leistet nur 55 PS. Da haben damals immer alle gelacht, als Triumph diesen Motor vorstellte und meinen, das ist ja weniger als bei der Vorgängergeneration. Aber Triumph hat hier das Augenmerk auf den Drehmomentverlauf gelegt. Bei etwa 3000 Umdrehungen leistet dieses Aggregat schon an die 80 Newtonmeter. Nicht ganz, aber in die Richtung. Verarbeitung wirklich erstklassig, also was da Triumph in den letzten Jahren an Fortschritten gemacht hat, also das kann sich wirklich, wirklich sehen lassen. Egal, wo man hinschaut, also es ist eine sehr, sehr clean gehaltene Optik. Nirgendwo sind Schläuche oder irgendwelche Kabel zu sehen, also zumindest nicht irgendwie unmittelbar im Fokus. Und das ist echt toll, also gerade in Zeiten von Ride-by-Wire und Traktionskontrolle, die übrigens dieses Motorrad besitzt, als auch die Moto Guzzi, ist das wirklich toll, sowas hinzukriegen. Also Chapeau. Dass sie zudem auch noch am besten fährt, am motorrädrigsten fährt und auch noch toll aussieht, macht sie zu meinem persönlichen Favoriten. Das hat allerdings auch einen Nachteil, der liegt beim Preis.
Die Triumph kostet inklusive Nebenkosten etwas über 11.000 Euro. Also kein Schnäppchen, aber dafür auch ein wirklich wertiges Motorrad. Toller Motor, toller Klang, tolle Performance. Vielleicht ein paar PS mehr wären schön, aber dann hört die Wunschliste, meine persönliche Wunschliste zumindest auch auf. In unserem Test, in unserer Impression auf jeden Fall mein Favorit und auch, so viel kann man sagen, der Favorit meiner Kollegen.